Bei diesem Regal in der Küche gefällt es mir nicht so sehr, wie die Sachen stehen, und deswegen werde ich das jetzt mal so ein bisschen umstellen. So sieht es jetzt aus. Also ich habe gar nicht mal so viel verändert, aber ich habe die Bücher alle so hingestellt. Jetzt kommen die Cover viel besser zur Geltung. Es sieht irgendwie schöner aus. Ich habe so ein paar Sachen in den Regalen umgetauscht. Aber ja, grundsätzlich ist es mir aber immer noch ein bisschen zu voll. Da muss ich, glaube ich, in Zukunft einfach ein bisschen was ausmisten, denke ich. So, ich möchte in diesem Vlog mit euch über meine aktuelle Hautpflegeroutine sprechen, weil ich momentan sehr, sehr zufrieden bin. Und ich habe momentan Kopfhörer an, weil ich hoffe, dass dadurch der Ton besser ist, weil ich bin ja immer nah am Fenster. Und wie auch jetzt gerade kommt die Bahn vorbei und ich hoffe, dass es dadurch nicht ganz so laut ist und der Ton dadurch besser ist. Obwohl es sich sehr, sehr komisch anfühlt, damit zu sprechen. Aber gut, meine Hautpflegeroutine. Erstmal zu meiner Haut. Also wie gesagt, ich bin momentan sehr, sehr zufrieden, aber normalerweise ist sie nicht immer gut. Also ich habe hin und wieder Breakouts, Pickel, vor allem hormonell bedingt und je nachdem, was ich esse. Also bei mir ist auf jeden Fall vor allem ein starker Faktor Milchprodukte. Ich habe letztes Jahr gemerkt, wo ich irgendwie mal so eine Phase hatte, oh, ich habe Lust auf ganz normalen Quark und habe ein bisschen mehr Quark gegessen und habe sofort gemerkt, wie es nur noch gesprießt hat quasi. Also ja, und deswegen, weil ich halt dann immer wieder Pickel habe, habe ich dann halt immer mal wieder Pickelmale oder es dauert immer ein bisschen, bis ja die dunkleren Stellen weggehen. Und außerdem finde ich, habe ich vergrößerte Poren. Also die sind bei mir in meinen Augen sehr prominent. Momentan nicht, weil ich finde, dass es momentan super gut ist. Aber sonst finde ich, sind die Poren bei mir auch relativ tief. Und die tiefen, großen Poren sind auch sonst mehr im Gesicht verteilt. Und momentan sind die viel, viel kleiner geworden und nur noch hauptsächlich in diesem Bereich, also so wie ich das beobachte. Und ja, generell habe ich Mischhaut, also ölige Haut, aber auch trockene Haut, dehydriert und ölig gemischt. Ja, also ich war Anfang dieses Jahres erstmal beim Facial, um erstmal so ein Reset zu machen, und so eine Grundreinigung war erstmal notwendig, weil ich war ein paar Mal im letzten Jahr da und dann habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es mir auf jeden Fall gut tut. Und ja, wie gesagt, so eine Grundreinigung war auf jeden Fall an der Tagesordnung. Ja, Anfang des Jahres war meine Haut aber super, die Hautbarriere war super gestört. Also sie war sehr, sehr trocken, die Haut, und ziemlich schuppig. Vor allem nach dem Aufstehen habe ich so richtig gemerkt, dass es so ein bisschen spannt und fast schon juckt, weil es einfach so trocken war. Das heißt, das musste ich erstmal klären, dass die Hautbarriere wieder aufgebaut wird und ganz viel Feuchtigkeit und Schutz wieder da hergerichtet wird. Und auch so die Rötungen und so weiter beruhigt werden und alles. Ja, und ich war dann super motiviert, um dann richtig strikt meine Hautpflegeroutine zu verfolgen. Und zwar wirklich morgens und abends, weil manchmal hatte ich das im letzten Jahr auf jeden Fall, dass ich irgendwie zu faul war, mich abzuschminken, zu faul war, um bestimmte Produkte zu benutzen und so weiter und so weiter. Und dieses Mal war ich so, also die letzten Wochen war ich sehr, sehr fleißig und motiviert. Typisch Anfang des Jahres Verhalten. Aber ja,
ich finde, ich sehe dafür aber auch dann die positiven Ergebnisse und deswegen teile ich die mit euch. Es ist eine Mischung aus Hautpflegeprodukten und der Current Body LED-Maske, die ihr schon ab und zu bei mir im Vlog gesehen haben solltet. Das ist diese Maske hier, die dann rot aufleuchtet. Und die Maske habe ich im letzten Jahr zugeschickt bekommen von Current Body und die sind jetzt auch Kooperationspartner von mir in diesem Video, nur damit ihr Bescheid wisst. Dafür geht die aber auch nicht leer aus, weil ich habe einen Rabattcode für euch für Current Body. Der geht NISI-CB für 15% Rabatt. Aber ja, dazu auf jeden Fall später nochmal mehr. Erstmal die Hautpflegeprodukte. Schritt 1, Gesichtsreinigung. Und da ist eine Sache, die ich verändert habe, dass ich endlich mal Double Cleansing mache. Das heißt, wenn ich Make-up trage, reinige ich mein Gesicht erstmal mit einem Gesichtsöl. Und da benutze ich momentan von Funkel das Mild Cleansing Oil. Das habe ich in Japan gekauft. Und dann kommt ein normaler Gesichtsreiniger. Und das habe ich auch in Japan gekauft. Von Curel das Foaming Facial Wash. Also beide habe ich in Japan gekauft. Und es ist, glaube ich, nicht unbedingt wichtig, dass man diese Produkte benutzt. Aber prinzipiell ein Ölreiniger und ein mehr schäumender Reiniger. Und außerdem habe ich einen TikTok irgendwo, glaube ich, gesehen, dass man sich meistens das Gesicht zu kurz wäscht. Und da wäre ich auf jeden Fall ein Kandidat gewesen, weil ich immer nur schnell das Gesicht gewaschen habe. Und ich mir einfach vorgenommen habe, da mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen, das wirklich gründlich zu machen. Also wirklich so irgendwie mindestens 60 Sekunden wird das Gesicht gewaschen, damit es wirklich gereinigt wird. Step 2, Toner. Und da habe ich 2 Produkte, mit denen ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Also die ich auch stark weiterempfehlen würde. Zum einen wäre das erstmal dieses Produkt hier, was leider auch aus Japan stammt. Und ich weiß nicht genau, wie die Marke heißt oder wie man sie ausspricht. Es ist aber ein Toner mit Hyaluronsäure. Und ich finde, man spürt so richtig, wie feuchtigkeitspflegend der Toner ist, weil allein die Konsistenz ist irgendwie, man merkt wirklich, also so, ich hatte mal einmal ein Produkt mit Hyaluronsäure, was richtig klebrig war und ich denke, dass das relativ typisch ist für einen hohen Hyaluronsäuregehalt. Aber ja, Feuchtigkeitsspender Toner sozusagen. Und der zweite Toner, beziehungsweise eher eine Essenz, ist diese Essenz von Prada. Die habe ich im letzten Jahr besonders gerne benutzt. Anfang des Jahres habe ich erstmal damit pausiert, weil die Haut einfach so ein bisschen, sie war einfach super trocken, weil diese Essenz AHA, also sie ist auf jeden Fall exfolierend, aber sorgt dementsprechend auch für ein schönes, glattes, reines Hautbild. Also vor allem so für tote Hautschüppchen und so weiter. Mir fallen immer die Wörter dann nicht ein, die man dazu braucht. Aber ja, das benutze ich inzwischen wieder, weil ich das sehr, sehr gut finde. Und ja, meistens dann 1 abends und 1 morgens, weil 1 davon reicht. Ja, das ist Toner. Dann Schritt 3, Serum. Da benutze ich tagsüber von Rhode diese Glazing Milk bzw. Ceramide Facial Essence. Also es ist eigentlich nochmal eine Essenz, aber es ist eigentlich in meinen Augen nicht schlimm, wenn man mehrere Essenzen benutzt. Vor allem ist es ja eigentlich besser, dünne Schichten zu haben, statt irgendwie viele dicke. Das also tagsüber, und abends benutze ich aber ein anderes Serum, und zwar von Sonsi, das Super Serum. Und das beinhaltet auf jeden Fall Niacinamid. Sagt man das in der Einzahl oder Mehrzahl? Weiß ich jetzt gerade nicht. Niacinamide? Ja, das auf jeden Fall. Und da habe ich noch in meiner Erinnerung, dass es meiner Haut auf jeden Fall immer gut tut und ja, einfach so ein bisschen die Breakouts und Pickel so ein bisschen in Schach hält. Mir fällt aber gerade nicht ein, was sonst noch in diesem Produkt war. Es fühlt sich auch sehr feuchtigkeitsspendend an und ich habe auch ein gutes Hautgefühl. Deswegen, ich muss auf jeden Fall nachgucken, was da noch drin ist. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und es hat eine schöne, leichte Textur und trotzdem sehr pflegend. Ja, das wären dann die Serien. So, dann wären wir bei Schritt Nummer 4, die Tagespflege, wenn wir tagsüber sind. Da habe ich in meiner Schublade dieses Produkt hier entdeckt. Ich glaube, das war irgendwo mal in einer Goodie-Bag. Und das ist von Ole Henriksen, der Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Vegan Peptide, Ceramides und Kollagen. Und beim Lesen dachte ich so,
ja, es ist genau das, was ich momentan brauche. Also Anfang des Jahres habe ich angefangen, das dann zu benutzen. Und es ist auf jeden Fall eine dicke, reichhaltige Creme. Ich finde aber nicht, dass sie irgendwie so verstopfend oder sowas wirkt. Aber ja, sehr, sehr pflegend und ach, richtig, tut richtig gut, die aufzutragen. Ähm, ja, die habe ich dann benutzt und teilweise dann auch wirklich mehrmals am Tag, also da, wo meine Haut so richtig schuppig war. Ich ärgere mich, dass ich keine Aufnahmen gemacht habe von meiner Haut, wo die so trocken war. Ich glaube, weil ich es so schlimm fand, dachte ich jetzt nicht, dass ich davon Fotos oder Videos machen wollte, aber jetzt hätte ich es gern einfach zum Vergleich. Aber ja, das habe ich jedenfalls benutzt und meine Haut hat es so richtig aufgesogen, dass ich dann teilweise nochmal eine Schicht nach ein paar Stunden aufgetragen habe. Ja, das ist meine Tagespflege und dann kommt nur noch Schritt 5, glaube ich, und zwar Sonnenschutz. Sonnenschutz ist bei mir momentan von Sekisai. Ist leider auch ein Produkt, was ich in Japan gekauft habe, aber ich gucke mal, ob man die Sachen irgendwie online finden kann. Jedenfalls ist die Sekisai Clear Wellness UV Sunscreen Essence Milk. Langer Name, aber ja, wie der Name sagt, Essence ist auf jeden Fall auch eine eher dünnere Pflege, ein dünnerer Sonnenschutz. Fühlt sich aber dadurch sehr angenehm auf der Haut an. Man sieht nicht so super weiß aus und bla bla bla. Auf jeden Fall bin ich super zufrieden mit der Sonnenpflege und ja, Sonnenschutz auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. So, das wäre tagsüber. Für abends kommt dann nicht die Tagespflege, sondern stattdessen benutze ich ein Produkt mit Retinol und da habe ich in der Vergangenheit jetzt so ein paar Produkte ausprobiert, aber ich finde, dass das in meinen Augen so den größten Effekt erzielt hat oder wo ich am meisten einfach, ich weiß nicht, ob es jetzt eigentlich die Kombination aus allem ist, aber ich glaube, dass das schon ziemlich potent ist. Und zwar von Sunday Riley das A+ High Dose Retinoid Serum. Und ich habe erst später gemerkt, dass es irgendwie eine kleine Größe ist. Und es eigentlich auch eine größere Größe gibt, anscheinend. Ja, das ist die 30 ml Version. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht, weil ich finde, dass das auch schon relativ lange hält. Dadurch war das auch kein so großes finanzielles Commitment für, wenn man das Produkt zum ersten Mal ausprobiert. Und ist für Reisen eigentlich auch gut. Also ja, eigentlich bin ich ganz happy, dass ich aus Versehen die kleinere Größe bestellt habe. Ich meine gelesen zu haben, dass es eine relativ hohe Dosierung an Retinol hat. Und wer noch nie Retinol in der Hautpflegeroutine hat, der sollte auf jeden Fall aufpassen. Man sollte Retinol langsam in die Routine einführen und nur erstmal ein paar Mal die Woche, noch nicht so eine hohe Dosierung und so weiter und das halt dann ja, Stück für Stück aufbauen. Ich für meinen Teil war, glaube ich, schon auf einem ganz guten Level und machte mir dann daher keine Sorgen, das hier einzuführen. Und ich benutze es auch fast jeden Tag, also nur ein paar Mal die Woche, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es bei mir aber auch dadurch auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und ja, ich denke, Retinol ist auf jeden Fall auch ein Inhaltsstoff, der sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise einen großen Unterschied machen kann. Gerade was halt so auch also nicht nur Anti-Aging betrifft, weil Retinol so, glaube ich, der Anti-Aging-Inhaltsstoff ist, aber für mich aber auch für meine Hautstruktur und ich glaube, dass das auch mit die Poren hat verkleinern lassen und einfach meine Haut reiner werden ließ. So, also ja, Sunday Riley ist so mein Retinol-Produkt und das, wie gesagt, nur abends, weil die Haut dadurch lichtempfindlicher ist. Und apropos Licht, da kommen wir dann auch zum nächsten Produkt und zwar zu der LED-Gesichtsmaske. Und die benutze ich normalerweise eigentlich immer abends, weil das für mich da eigentlich immer am entspanntesten ist, das zu benutzen. Vor allem meistens eigentlich immer kurz vor zu Bett gehen setze ich die noch einmal auf, bin dann irgendwie im Bett noch mit am Handy. Johannes denkt sich so, okay, sie leuchtet wieder. Und dann, wenn ich fertig bin, trage ich danach nochmal eine Creme auf. Also ich mache das meistens so, ich reinige mein Gesicht, dann kommt der Toner, dann kommt das Serum und dann benutze ich die LED-Maske. Wichtig ist, dass ich nämlich danach erst Retinol benutze, weil Retinol, wie gesagt, die Haut lichtempfindlich macht und dann wollen wir nicht nachdem dann mit einer vollen Dröhnung Licht rangehen, sondern eben erst das und dann kommt Retinol. Ja, zu der Gesichtsmaske. Also, ihr wartet bestimmt die ganze Zeit drauf, okay, bringt diese Gesichtsmaske denn überhaupt was?
In meinen Augen ja. Also LED bzw. Infrarotlicht, das was die Maske macht. Ich muss mal ganz kurz einschalten, damit man ungefähr überhaupt weiß, wie man sich das vorzustellen hat. Ich werde sie gleich nochmal benutzen. Ich werde sowieso, wollte ich eigentlich eine richtige Routine machen, aber ich rede zu viel, deswegen rede ich erstmal vorher und dann mache ich. Also ja, das sind die Infrarotlichter. Also Infrarot ist gut für die Haut. Ich glaube 3 Hauptpunkte. Einmal, ich glaube mit der wichtigste Punkt, es stimuliert bzw. regt die Kollagenbildung an in der Haut. Und mit fast Mitte 30 ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo ich hinterher bin und ja, da auf jeden Fall das gerne, also die Kollagenbildung unterstützen möchte, wo ich kann. Der zweite Punkt ist, Infrarot beruhigt Rötungen und Entzündungen und ich denke, der dritte Punkt ist irgendwie mit einer Folge, glaube ich, auch davon, sorgt für ein gleichmäßigeres Hautbild. Also ja, Rötungen sind weniger, aber auch dunkle Stellen sind schneller weg. Und bei mir, finde ich, ist das eben relevant für die Pickelmale, die ich dann habe, wenn ich dann halt Pickel hatte, die halt ja nervig sind und hartnäckig sind, weil die dann einfach länger noch bleiben und sichtbar sind. Ja, das sind auf jeden Fall so die 3 Hauptpunkte und ich finde, die kann ich bei mir auch beobachten. Also wenn ich wirklich regelmäßig die Maske benutze, finde ich, ist mein Hautbild einfach gesünder und strahlender. Die Rötungen sind schneller weg oder auch die dunklen Pickelmale sind viel schneller weg. Es ist halt einfach gleichmäßiger. Ich habe die Maske letztes Jahr vor der Hochzeit bekommen und war da so super motiviert. Es war so richtig perfektes Timing vor der Hochzeit, wo man sowieso ja alles machen möchte, damit man so gut wie möglich aussieht und war da super motiviert und habe das eben sehr regelmäßig benutzt. Nach der Hochzeit habe ich das dann so ein bisschen wieder vernachlässigt, auch weil wir verreist waren und so weiter. Aber ja, jetzt habe ich es wieder aufgenommen und bin wieder regelmäßiger damit am Start und leuchte immer abends Johannes im Bett neben ihn an. Aber es stört ihn gar nicht mehr so, er findet es eher witzig. Und auch wenn ich das zugeschickt bekommen habe und die ein Kooperationspartner von mir sind, ich würde es nicht zeigen, wenn ich nicht wirklich zufrieden damit wäre. Und ja, wie gesagt, zumindest gibt es an dieser Stelle schon mal einen Rabattcode für euch, für 15% Rabatt. Der Code NISICB für all diejenigen, die das immer mal wieder auf dem Schirm hatten oder die das sowieso mal ausprobieren wollten und ja, da einfach so einen letzten Ansporn brauchten. Ja, dann wollte ich nämlich eigentlich, wie gesagt, euch nicht nur über die Hautpflegeroutine sprechen, sondern eigentlich währenddessen das machen. Aber ich wusste schon, dass ich so viel sprechen werde, dass so viel Abstand immer dann zwischen den Schritten wäre und ich dann sowieso dann total vergessen würde, wo ich überhaupt war. Aber ja, ich habe mein Gesicht gereinigt und sie braucht jetzt die nächsten Schritte, die eigentlich nach der Reinigung kommen. Und ich saß hier schon die ganze Zeit mit einem gereinigten Gesicht hier rum. Also ich habe kurz erstmal nochmal meine Hände gewaschen. Also als erstes die Hyaluronsäure Essenz bzw. Toner bzw. was auch immer das Produkt ist. So. Dann als nächstes das Sonsi Serum. Ich denke, dass eigentlich in der Gebrauchsanweisung ist, dass man das Gesicht waschen soll und dann auf trockene Haut die Maske anwenden soll. Ich für meinen Teil benutze aber gerne ganz dünne Pflege vorher, also Toner und dann ein Serum. Es ist komisch, sich einzucremen mit Kopfhörern, weil ich aufpassen muss, dass ich nicht gegenkomme. Und auch den Hals nicht vergessen. Ich habe den Hals auf jeden Fall immer vernachlässigt und meine, dass ich deswegen hier ja, eher meine Falten habe. Ich habe Glück, dass ich im Gesicht nicht so viele Falten habe, weil ich mit meiner Gesichtspflege immer sehr hinterher war. Aber ja, bei mir sieht man, glaube ich, am Hals so ein bisschen mehr die ersten Falten. Aber gut, gibt Schlimmeres. So, Pflege ist drauf. Jetzt kommt die Maske und das wird für den einen oder anderen ein bisschen komisch aussehen. Aber gut.
So, ich habe jetzt wieder die Kopfhörer drin. Ich hoffe, der Ton ist okay. So sieht man jedenfalls jetzt mit der Maske aus. Also ja, so ein bisschen leicht gruselig, aber ich habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt und Johannes auch. Und dadurch, dass das halt kabellos ist, also man hat halt nur dieses Kabel, aber man steckt irgendwie nicht an der Steckdose, kann man sich frei bewegen mit der Maske. Ich liege zwar gerne meistens dann im Bett, aber ja, jetzt muss ich die 10 Minuten aufhaben und ich dachte, ich nutze dann die Zeit und räume zumindest hier diesen kleinen Klamottenhaufen auf, der hier eigentlich links neben mir ist. Und komme dann danach wieder zu euch zurück. So, die Maske gerade ausgegangen, wo ich nicht im Zimmer war. So, ich habe kurz nachher immer so ein paar Druckstellen, weil vor allem jetzt, wenn ich die beim Rumlaufen anhatte, dann sitzt sie so, sitzt sie hier so relativ fest. Deswegen ist da jetzt erstmal ganz kurz gerötet. So sieht jedenfalls die Haut direkt danach aus. Mal wieder so rum. Ich komme jetzt auch mal ein bisschen näher als vorhin. Also ja, ne, komplett kein Make-up drauf. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall bei Weitem frischer und einfach feiner aus als im Vergleich zu, ich glaube, ich habe einen Clip irgendwie im Dezember oder so gefilmt, ohne Make-up. Ich glaube, das kann ich nochmal einblenden. Und ja, ich finde auch, sie sieht schön glowy aus momentan. Und ja, das Einzige, was ich sozusagen auszusetzen habe, ist, dass ich ziemlich hell bin für meine Verhältnisse. Aber ja, also das ist auf jeden Fall einfach mein Winterteint. Und ich vermisse einfach schon meine Sommerbräune und einfach ein bisschen Farbe im Gesicht. Wie gesagt, Sommerbräune ist auch so ein bisschen, aber ja, mit Sonnenschutz und so weiter werde ich halt trotzdem gut braun im Sommer. Und ja, ich könnte auf jeden Fall ein bisschen Farbe gebrauchen. Aber gut, es ist ja auch Winter. Und naja. Aber Hauptsache die Basis ist schon mal gut und ich bin so happy. Jedes Mal, wenn ich irgendwie mein Gesicht anfasse, bin ich so, Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich habe jetzt auch genug gesprochen über meine Hautpflegeroutine, gefühlt nämlich 2 Stunden lang. Und ich hoffe, ihr habt nicht schon längst abgeschaltet, sondern ihr fand es halbwegs interessant und auch hilfreich. Und ja. So, da sind wir wieder am Ende eines neuen Monats angelangt. Ist das richtig formuliert? Ich weiß es nicht. Der Januar ist jedenfalls vorbei und ich kann es kaum glauben. Also für mich hat sich der Januar super kurz angefühlt. Also er ist super schnell vorbei und es ist krass, dass es jetzt schon Februar ist und ein ganzer Monat vom neuen Jahr schon um ist. Also, how? Für manche andere hat sich der Monat ja super lange angefühlt, wie ein ganzes Jahr, sagen manche. Nee, bei mir auf gar keinen Fall. Für mich ging es in einer Sekunde rum. Obwohl gar nicht so viel passiert ist in diesem Monat. Oder ich weiß nicht, vielleicht spielt es damit mit rein, dass sich das für mich super schnell angefühlt hat. Weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls gefühlt den ganzen Monat einfach nur am Laptop verbracht, um die ganzen Videos zu schneiden, um die endlich online zu bringen. Vor allem das Japan-Video hat mir ja so einige Nerven gekostet, weil es unglaublich viel Footage war. Bestimmt so 4-5 Stunden Footage oder so, ich weiß nicht genau. Ja, 4 Stunden auf jeden Fall. Und das Schneideprogramm ist halt mittendrin einfach abgestürzt und so abgestürzt, dass man halt gar nichts mehr machen konnte. Nicht speichern, nichts.
Und das erstmal ein Krisenmoment war, weil ich dachte, ich muss alles nochmal von vorne schneiden. Dann habe ich es aber über Umwege doch noch irgendwie geschafft, das irgendwie auf das Notebook von Johannes drüber zu bringen und dann wieder zurück auf mein, also aufsplitten und dann auf mein und bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich es irgendwie hingekriegt. Und es ist ja auch mittlerweile online gegangen, endlich. Juhu! Und ja, aber ich habe immer noch kein 7 Days, 7 Looks online gebracht. Also im Dezember kam keins online und jetzt im Januar auch keins. Und das stört mich auf jeden Fall selbst auch ein bisschen. Ja, also da bin ich noch ein bisschen hinterher am Aufholen. Aber okay, also viel am Notebook verbracht. Ich fand auch, ich bin auch nicht so effizient momentan. Also ich finde, ich könnte noch ein bisschen effizienter sein. Da bin ich noch nicht so in meinen Rhythmus. Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten auch so geht, aber ja, so der Januar fühlt sich so ein bisschen schleppend an, was das betrifft. Aber zumindest waren Johannes und ich diesen Monat relativ social unterwegs. Ich habe mal in meinen Terminkalender geguckt und wir haben uns insgesamt zweimal die Woche mit Leuten getroffen oder hatten Leute zu Besuch da. Und irgendwie habe ich das gar nicht so wahrgenommen, beziehungsweise ich war ein bisschen überrascht, wo ich dann im Kalender geguckt habe. Aber ja, das war zumindest ganz gut. Und ich glaube, ich habe das im letzten Vlog nicht erwähnt, aber wir haben schon wieder inzwischen warm Wasser und die Heizung geht auch wieder. Also wir hatten insgesamt 20 oder 21 Tage keine Heizung, kein warmes Wasser. So kurz vor Weihnachten ging das dann wieder. Also ja, das ist zumindest auch wieder geklärt und alles im Lot. Weil ja, ich glaube, ein paar Leute haben danach gefragt, ob es wieder geht. Ja, was gibt's sonst so, was ich mit euch sprechen wollte? Ich glaube, ja, so Vorsätze und so. Ne? Ist es so ein leidiges Thema für den Neuanfang oder ist es etwas, was, keine Ahnung, was jeden irgendwie beschäftigt? Ich bin ja eigentlich ich bin eigentlich normalerweise voll der Vorsatztyp, weil ich so Neuanfänge ganz gerne mag und irgendwie so eine Regelmäßigkeit und irgendwie, ja, so Regeln und Grenzen und keine Ahnung was. Aber ich habe mir für dieses Jahr nicht so wirklich was vorgenommen. Johannes und ich haben ein bisschen gemeinsam so einen fast Vorsatz, aber ich will es eigentlich nicht so richtig als Vorsatz nehmen, weil mich stresst das jetzt schon fast. Und zwar wollten wir eigentlich so ja versuchen, dass jeder von uns einmal die Woche ein neues Rezept ausprobiert, damit wir ein bisschen so neue Rezepte in der Routine haben und da so ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Aber ja, nach so ein paar Wochen bin ich schon so am Punkt, dass es mich fast schon wieder stresst, weil ja, ich hatte generell einfach irgendwie so stressige Phasen mit Deadlines und Video online bringen und so, dass ich dann einfach gar keinen Kopf hatte. So, ja, nee, ich will mir jetzt nicht mir Gedanken machen, was ich für ein neues Rezept ausprobiere. Das war dann wieder mehr so, dass es negative Gefühle hervorgerufen hat als positive und das will ich eigentlich nicht. Aber ja, das war so eigentlich die Idee. Und sonst habe ich aber dieses Jahr keine Vorsätze, was irgendwie überraschend ist. Ich habe nur einfach so Sachen, die ich dieses Jahr erledigt haben möchte und um die ich mich endlich mal kümmern möchte, die ich schon lange hinausgezögert habe. Ich setze mich wieder hin, ist irgendwie komisch. Zum Beispiel, das, was die höchste Priorität hat, dass ich einen neuen Perso und einen neuen Reisepass bekomme und machen lasse, weil ich immer noch meinen alten Namen habe in meinem Perso und Reisepass. Und das ist ziemlich blöd, wenn man irgendwie Verträge umändern möchte, weil manchmal die mit dem Bankkonto verbunden sind und den Namen im Bankkonto kann man nicht ändern, wenn man keinen Perso hat mit den neuen Namen. Und dann, wenn man Reisen buchen möchte, muss man gucken, hat man bis dahin schon den neuen Perso oder Reisepass mit dem neuen Namen oder noch den alten Namen. Und alle Pakete und so weiter muss ich auch auf meinen alten Namen machen, weil wenn die abgegeben werden, kann ich die nicht abholen, weil es nicht auf meinem Perso steht. Also all sowas und sowieso alle möglichen Verträge und Mitgliedschaften und so sollte man zumindest ändern. Und ja, das ist auf jeden Fall ich habe das auf jeden Fall mega unterschätzt, was das für so eine organisatorische Arbeit ist.
Und es hat mich auf jeden Fall ein Stück weit zweifeln lassen, ob das so eine gute Idee war, den Namen von Johannes anzunehmen, weil das ein bisschen nervig ist. Und warum warnt einen keiner davor? Aber gut, alles okay, halb so schlimm. Es ist nur leicht nervig. Aber ja, vielleicht ging es einigen von euch ja auch so. Bitte sagt mir, dass ich nicht die Einzige bin, die da so ein bisschen überrascht war. Dass es doch nicht einfach nur eine Namensänderung ist, sondern dass es ein bisschen was mit sich zieht. Aber okay, ich laber hier schon 7 Minuten. Das ist schon relativ viel für meine Verhältnisse. Ich glaube, soweit gibt es dann auch nichts von mir zu erzählen. Ich hoffe, euch hat dieser Monatsvlog gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder, hoffentlich vorher schon in einem neuen 7 Days, 7 Looks Video. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Das soll auf jeden Fall so schnell wie möglich kommen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!